DS Performance hat da etwas Interessantes im Portfolio, nämlich den DS e-Tense Performance. Und der soll gänzlich ohne Bremsen auskommen. Wie genau das funktioniert und was der Prototyp noch alles drauf hat, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Als Zukunftsvision und Hochleistungs-Elektroauto von morgen betitelt der Hersteller den Prototyp DS e-Tense Performance. Die Studie soll zeigen, wie sich DS seine persönliche E-Auto-Zukunft ausmalt. Sie nutzt nicht nur die Technik der markeneigenen E-Rennsportabteilung DS Performance, sondern repräsentiert auch die neue Designsprache der Marke. Insbesondere die Front ist zweifellos futuristisch. Wie bereits beim Konzeptfahrzeug DS9 ASL gesehen, trägt auch der e-Tense Performance anstelle des Kühlergrills ein Display mit dreidimensionalem Effekt, das Animationen abspielen kann und mit dem Markenlogo verbunden ist. Die schlanken Tagverleuchten sind zackig geformt und bestehen insgesamt aus 800 LED. 2 Kameras haben den Platz der Scheinwerfer eingenommen und erfassen die Straße. Wer sich das Konzeptauto länger anschaut, der könnte denken, die Carbon-Karosserie spiele einem optische Streiche. Sie ist teilweise mit einer Interferenzfarbe lackiert, die abhängig von äußeren Bedingungen und Blickwinkeln die Wahrnehmung der Farbe ändert. 21 Zoll Räder runden die windschnittige Form der Karosserie ab. Der Antriebsstrang des DS e-Tense Performance und die Elektromotoren sind von den DS Formel E Modellen inspiriert. Der 250 kW oder 184 PS starke Elektromotor an der Vorderachse und der 350 kW oder 257 PS leistende E-Motor an der Hinterachse stehen für eine Gesamtleistung von 600 kW oder 815 PS und ein maximales Drehmoment von 8000 Newtonmetern. Damit soll der Prototyp in nur 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Besonders ist auch das effiziente Bremssystem. So hat der e-Tense Performance zwar ein Bremssystem mit Scheiben- und Bremsbelägen, jedoch sind diese nur für den absoluten Notfall. Um zu bremsen, nutzt er vorrangig ein Regenerationssystem mit einer Rekuperationsleistung von bis zu 600 kW. Die Batterie liegt offenbar nicht als Platte im Boden des Fahrzeugs, sondern befindet sich mittig im Heck. Das klingt nach einem blockförmigen Akku, ähnlich wie ihn Lotus im Sinn hat. Der Akku besitzt eine spezielle Zellchemie und wurde zusammen mit Total Energies und deren Tochtergesellschaft Saft entwickelt. Sie verfügt über ein immersives Kühlsystem für die Zellen mit Kühlflüssigkeit aus der Quartz EV Fluid Serie von Total Energies. So durchdacht sich das Konzept auch anhört, wird es höchstwahrscheinlich nicht in Serie gehen. Er dient vorrangig als Versuchsfahrzeug für die Technik und das Design. So gesehen wird der DS e-Tense Performance also doch in zukünftigen DS-Modellen weiterleben. Das Interieur soll Schalensitze, Leder-Rennsportsitze und Lautsprecher in der Farbe des DS e-Tense Performance enthalten. Weiterführend darf man hier nicht vergessen, dass das Fahrzeug ein Prototyp ist, weswegen der gesamte Innenraum natürlich über die Maßen futuristisch aussieht. Also wenn das mal nicht ein extrem interessantes Konzept ist. Auch optisch sieht er sehr gut aus und da kann man nur hoffen, dass das Design und das allgemeine Konzept es auch in zukünftige DS-Modelle schaffen wird. Es sieht aber ganz danach aus, als ob das auch der Fall ist. Wie gefällt euch das Konzept des DS e-Tense Performance? Sagt es mir gern in den Kommentaren. Vergesst auch nicht ein Abo und einen Daumen nach oben dazulassen und die Glocke zu klingeln natürlich. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.